Ja, liebe Freunde der Republika, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Ulrike Guérot. Ich bin Gründerin und Direktorin des European Democracy Labs hier in Berlin. Und wir sitzen im Maxim-Gorki-Theater als Büro direkt neben dem Zentrum für politische Schönheit. Und wir haben uns etwas ganz Großes vorgenommen, nämlich den kompletten Umbau von Europa. Die Vereinigten Staaten von Europa, das war gestern. Die Europäische Republik, das ist morgen. Und im Übrigen, bevor ich hier des Plagiats bezichtigt werde, da bin ich nicht der Erste. Victor Hugo hat das schon 1872 in der französischen Nationalversammlung ausgerufen, l'Europe est une république. Im Gegensatz zu denen also, die auf der anderen Seite von Unter den Linden das Schloss der Hohenzollern nachbauen wollen, haben wir uns vorgenommen, die erste wirkliche nachnationale globale Demokratie zu bauen. Es ist mir darum eine große Ehre, heute hier zur Lage Europas sprechen zu dürfen. Finding Europe ist ja das Thema dieser Konferenz und ich begrüße alle hier im Saal und alle draußen im Livestream, die wie ich noch nicht aufgegeben haben, dass ein anderes Europa zum Durchbruch gelangen kann und muss, wenn dieser Kontinent im globalen Maßstab eine Zukunft haben soll. Und insofern bin ich froh darüber, dass wir hier darüber diskutieren können, wie wir diese Utopie im 21. Jahrhundert bauen. Und ich verspreche Ihnen, es wird nicht langweilig und es wird kein gewöhnlicher Vortrag über Europa, denn Europa ist ja allzu oft langweilig. Hier und heute soll es also gehen um eine Republik, um Mützen, um Frauen, um Emanzipation, um Republik, um Freiheit und um Stierhoden. Was hat das alles mit Europa zu tun? Nun, auf geht es. Das ist das Europa, das wir kennen und das ist das Europa, wo ich zufällig am letzten Montag noch war, auf einer Anhörung vom ECOSOC. Da geht es gerade um den Neubau der politischen Union. Ich war da als Expertin eingeladen und das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn man den Vibe hier dieser Republika-Konferenz so abgreift, dann ist Brüssel noch ziemlich analog. Der Techno-Sound oder der Tech-Sprech-Sound in Brüssel hat mit dem Techno dieser Konferenz, aber auch mit dem Techno vom Berghain recht wenig zu tun. Wäre übrigens mal interessant zu erfragen, ob überhaupt Leute von der Europäischen Kommission oder vielleicht von der EZB auch hier im Saal sind, um sich anzugucken, wie eine moderne Vision von Europa aussehen könnte. Denn dieses Europa funktioniert, das ist, glaube ich, der offizielle Diskurs, funktioniert nicht mehr. Warum? Europa ist zu dem geworden. Das, was Sie hier sehen, ist nicht etwa irgendein Populist, der das so geschrieben hat, sondern es ist der deutsche und vielleicht weltbekannteste Philosoph Jürgen Habermas, der gerade ein Buch herausgegeben hat, The Lure of Technocracy. Und dieses Buch sagt eigentlich schon alles. Europa ist eine Technokratie geworden. Wir haben einen Markt ohne Staat. Wir haben eine Währung ohne Demokratie. Und dieses bestehende Europasystem ist das, was Colin Crouch vor einiger Zeit schon mal beschrieben hat als Post-Democracy. You can always vote, but you have no choice. Das ist das, was wir gerade in Griechenland vorexerzieren. Das heißt, wir haben uns offensichtlich auf dem Weg nach Europa verlaufen. Das europäische System kann unter gegebenen Bedingungen nicht mehr reformiert werden. Es kann aber auch unter gegebenen demokratischen Bedingungen nicht mehr die Lösung hervorbringen, die wir zum Funktionieren einer Währungsunion irgendwie bräuchten. Insofern können wir uns alle eigentlich keine Zukunft auf diesem Kontinent ohne Europa vorstellen. Aber dieses Europa ist es zumindest nicht. Dieses Europa ist erschöpft, es ist reformunfähig, es ist nicht mehr mehrheitsfähig vor allen. Die Vereinigten Staaten von Europa ist ein Modell, das in Deutschland, in Frankreich und in Großbritannien nur noch 30% der Bürger unterstützen. Weniger als 50% der europäischen Bürger sind mit der europäischen Demokratie in ihrer bestehenden Form nicht mehr zufrieden. Die Vereinigten Staaten von Europa taugen darum nicht mehr als politische Idee. Und insofern stellt sich tatsächlich die Frage, wie gehen wir eigentlich in einer Situation um, in der sich ein bisheriges System erschöpft hat, gleichsam hegelianisch erschöpft hat und wir von einer erschöpften Synthese in eine neue Synthese kommen müssten, aber dieses System dazu nicht mehr die Kraft hat, weil es in der populistischen Schockstarre ist. Der französische Ökonom, den Sie vielleicht gehört haben, The Capital of the 21st Century, Thomas Piketty, hat kürzlich in einem Spiegel Online gesagt, we have created a monster.
Das Monster, was wir geschaffen haben, ist ein politisches System, in dem wir durch den Vertrag von Maastricht 1992 Staat und Markt entkoppelt haben, in dem die Währung und die Wirtschaft europäisch laufen, die Steuer- und die Sozialpolitik aber im Wesentlichen nationalstaatlich. Dieses Monster ist das Monster, in dem wir leben, und dazu passt der folgende Satz von Antonio Gramsci: Die Zeiten, in denen das Alte noch nicht sterben kann und das Neue noch nicht werden kann, das sind die Zeiten der Monster. Und genau das ist die Situation, in der sich Europa heute befindet. Das Neue kann noch nicht werden, das Alte kann nicht sterben. Wir sind in einem unproduktiven Widerspruch verfangen, in dem die Nationalstaaten das europäische Projekt de facto nicht realisieren können. Ich zitiere den kürzlich verstorbenen Soziologen Ulrich Beck: Solange wir den Nationalstaaten die Autorität über die europäische Integration überlassen, solange kann Europa nicht werden. Genauer gesagt ist es die Rolle des Europäischen Rates im Governance-System, der europäischen Lösungen systemisch entgegensteht. Einheitliche Lösungen in Europa werden permanent nationalisiert. Die europäische Lösung funktioniert nicht, weil jeweils nationale Interessen geltend gemacht werden. Was dabei herauskommt, ist, wenn man ständig auf nationale Interessen passt, dieses: Jetzt wird Ihr Griechisch nicht so besonders gut sein, meins ist auch nicht besonders gut. Ich darf mal kurz übersetzen, was Herrn Schäuble hier in einer griechischen Zeitung in den Mund gelegt worden. Die Verhandlung hat begonnen, wir bestehen daraus, Seife aus eurem Fett zu machen. Und in der anderen Sprechblase steht: Wir diskutieren nur darüber, Düngemittel aus eurer Asche zu machen. Das ist das Europa, in dem wir im Moment stecken, und das ist der Diskurs, in dem wir eigentlich nicht bleiben wollen. Verweilen wir eine Minute bei Griechenland, weil es so aktuell ist. Wie ja inzwischen bekannt ist, findet am nächsten Montag, am 11. Mai, eine ECOFIN-Krisensitzung statt, weil ja ein Griechenland-Austritt tatsächlich diskutiert wird. Und wieder einmal taumelt Griechenland einem Staatsbankrott entgegen. Wieder einmal ist der Diskurs so, dass wir einfach die Schuld dabei bei den Griechen suchen, und das ist aber zu einfach. Denn dieses Argument verstellt den Blick auf die Fehler, die gemacht wurden. Es verstellt vor allen Dingen den Blick darauf, dass wir uns in einer symbiotischen Lage befinden, in wirtschaftlichen Verflechtungen und in strukturellen Problemen der Eurozone, wo man diese Probleme, die entstanden sind, nicht einfach den Griechen anlassen kann. Es ist kein rein nationales Problem, was im Moment in dieser Griechenland-Krise passiert. Insbesondere unter Ökonomen, nicht in Deutschland, aber international, ist eigentlich weitgehend Uneinigkeit darüber, dass der Sparkurs der Kreditgeber, die man Griechenland verordnet hat, letztlich mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Und die ökonomische Diskussion möchte ich hier gar nicht in allen Facetten wiedergeben. Was ich aber an dieser Stelle gerne sagen würde, ist, meine Rede hier ist für Download im Internet. Ich habe in dieser Rede Links eingestellt, Zahlen eingestellt, Dokumente eingestellt. Das heißt, wenn Sie nachlesen wollen, dass die Lage mit Griechenland nicht so einfach ist und eben nicht nur ein griechisches Problem, sondern dass man das vielfältig beleuchten kann, dann können Sie sich das hochladen und da in diesen ökonomischen Diskussionen ein bisschen weiterlesen. Mein zentraler Punkt ist hier: Wir nationalisieren Fehler. Wir nationalisieren Fehler, wir arbeiten mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, wir teilen Europa in Nord und Süd, und wir fühlen uns eben nicht als Gemeinwesen. Das, was auch immer passiert, zusammensteht. Und das genau ist das europäische Problem. Gucken wir uns mal folgenden Clip an. Ich glaube, der spricht ein bisschen für sich selber. Das ist ein netter Clip, der über die letzten Jahre nachzeichnet, die letzten 200 Jahre, was in Europa so passiert ist. Grenzen, Kriege, Verschiebungen, aus kleinen Staaten werden große, je nachdem, ob ein Land ein anderes annektiert, kann man leicht nachvollziehen, dass das immer so ein bisschen bewegt ist, diese Grenzen, und man zumindest sagen kann, dass diese Grenzen nicht stabil sind. Vor allen Dingen im 18., 19. Jahrhundert, Reiche entstehen, Reiche gehen, Staaten kommen, Staaten gehen. Das alles passiert in relativ kurzen Zeitabständen. Das heißt, man kann noch nicht mal davon ausgehen, dass sowas wie nationalstaatliche Grenzen über längere Zeit irgendwann mal stabil gewesen wären auf dem europäischen Kontinent. Und wir kommen jetzt so langsam, wie Sie sehen, Deutschland, immer prominente Rolle, ausgreifend, Zweiter Weltkrieg, was danach passiert ist. Wir bauen Europa, wieder Staaten, langsam einigt sich das so ein bisschen. Und wird, und das ist eigentlich die zentrale Aussage dieses Clips, permanent anders. Grenzen verschieben sich also permanent. Wenn wir das begreifen haben,
Dann ist es einfach so, dass wir begriffen haben, was die Piraten schon letztes Jahr auf ihren Werbespot geschrieben haben: Borders are so 80s. Borders are so 80s. Und dieses Europa, in dem wir permanent nationalstaatliche Interessen gegeneinander spielen, können wir für alle europäischen Diskussionen anspielen, ganz egal, ob wir jetzt auf die Flüchtlingsdiskussion schauen. Wieder werden europäische Probleme, Boote, die im Mittelmeer stranden, renationalisiert, weil dann kommt ein Staatschef, ich nenne jetzt gar nicht das Land, von einem Europäischen Rat zurück und sagt: Ich habe in Europa dafür gesorgt, dass in unser Land nicht mehr Flüchtlinge kommen. Genau das, diese Renationalisierung, ist die Perversion von Europa und ist eigentlich die Perversion für all das, wofür Europa steht, nämlich Demokratie, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit. Dafür hat Europa, man darf daran erinnern, den Friedensnobelpreis bekommen. Aber diese Perversion wird ständig durch die Nationalstaaten wieder pervertiert. Europa findet nicht statt. Es ist also Zeit, Europa vom Kopf auf die Füße zu stellen. Borders are so 80s, und ich habe jetzt dieses Bild daraus gewählt. Was ist dieses Bild? Dieses Bild ist der männliche Leviathan. Der Staat, wir sehen ihn männlich mit Zepter, mit Schwert. Das ist das 20. Jahrhundert, das ist der Clip, den wir gerade gesehen haben. Das heutige Europa ist genau das. Ich erlaube mir, das heutige Europa ist tatsächlich auch sehr männlich, und das zeigt dieses Bild. Wo immer derzeit über Europa geredet wird, geht es meist nur bei der EZB, in Brüssel, im Rat, bei den Talkshows um Staaten, um Männer, um Grenzen. Der deutsche Europadiskurs ist im Wesentlichen ein männlicher Diskurs von Juristen und von Ökonomen. Er repräsentiert Europa nicht und er ist damit auch nicht anschlussfähig. Für ihn das interessiert hat, zu Beginn des Monats gab es im Hebbel-Theater gerade ein ganz schönes Festival. Das hieß Festival über Privilegien, weiß, männlich, hetero. Und in diesem Sinn ist Europa genau das: weiß, männlich, hetero. So, und weil ich das alles irgendwann nicht mehr schön fand, habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche andere Erzählung wir für Europa vielleicht finden könnten. Und habe ich gedacht, gucken wir doch mal in die Geschichte, vor allen Dingen in die Kunstgeschichte, um uns zu fragen, was lehrt uns denn die Kunstgeschichte über Europa? Und da sehen wir natürlich das, was wir alle wissen. Europa ist nämlich zunächst mal eine Frau. Das wissen wir. Sie wurde von einem Stier entführt aus der Antike. Europa ist eine Frau. Das sollten wir uns zunächst einmal merken. Und das wird im Folgenden ganz wichtig sein. Was wir ferner in der Kunstgeschichte finden, ist dieses Bild von Delacroix, kurz nach der Französischen Revolution gemalt. Und jetzt wird es spannend. Diese Frau ist die Marianne, ist die Frau der Französischen Revolution. Und, mal genau hingucken, auf dem Kopf trägt sie eine Jakobinermütze. Die Mütze hat eine ganz besondere Bedeutung, denn die Mütze ist das Zeichen des Widerstandes gegen die Obrigkeit. Es ist das Zeichen der Republik. Die Marianne ist gegen die Obrigkeit, sie ist für die Republik. Jetzt drehen wir das noch mal eine Schlaufe weiter. Was kann man sonst noch finden, wenn man sich durch die Kunstgeschichte klickt? Wir sehen wieder eine Frau. In diesem Fall ist es die Freiheit, gemalt von Böcklin, 1891. Und diese Frau von Böcklin ist ein ganz besonders schönes Foto, denn ich finde, sie steht sehr majestätisch auf den Wolken. Man kann natürlich auch mal vergleichen, Christus am Kreuz genagelt, aber die Freiheit hier steht ganz leicht auf den Wolken. Wie unschwer zu sehen ist, ist eben auch die Freiheit eine Frau. Sie trägt alle Insignien der Macht. Ein Adler, die weltliche Macht auf dem Arm, auf dem anderen Arm ein Palmenzweig. Und dieser Palmenzweig ist die Präsentation für die Res Publica Christiana, die immergrüne Pflanze als Ausdruck der göttlichen Allmacht. Das Bild ist rund. Die Freiheit regiert die Welt. An einen Stein nur gelehnt, steht sie auf den Wolken. Ihr Regium ist grenzenlos. Sie regiert jenseits von Nationalstaaten und jenseits von Grenzen. Und hier kommt's. Auf dem Kopf trägt sie eine rote Jakobinermütze, nämlich genau die Mütze der Französischen Revolution. Gemalt 1891 ist diese Mütze also das Zeichen für das Aufbegehren gegen die Obrigkeit. Es ist die republikanische Mütze des souveränen Volkes. Und diese Mütze, jetzt wird spannend, hat eine jahrhundertealte Tradition. Sie wurde nämlich nicht erfunden in der Französischen Revolution. Es ist die phygrische Mütze, 2000 Jahre alt. Es ist eine Mütze, die die Amazonen schon getragen haben, als sie die Thraker besiegt haben. Die Mütze symbolisiert im Grunde früher Stierhoden, die man sich auf den Kopf gebunden hat, so wie man sich früher Bärenfelle um den Kopf gebunden hat. Das heißt, das sind die männlichen Stierhoden, die man sich auf den Kopf gebunden hat damals. Das ist die Mütze der Französischen Revolution.
Die Jakobinermütze geht also de facto auf eine Nachbildung von Stierhoden zurück. Dieses Bild der Freiheit von Böcklin hat nichts zu tun mit dem leviathanischen Staat, den ich eben gezeigt habe, der dargestellt ist als Mann, mächtig, gekrönt mit Zepter und Schwert. Und zwar eben dieser leviathanische Nationalstaat, an dem Europa heute zerbricht und der Europa nicht werden lässt. Frau, Freiheit, Jakobinermütze als Zeichen der Emanzipation von der Obrigkeit und als Symbol für die Republik stehen also gegen Nationalstaat, gegen Grenzen, gegen männliche Macht. Es gibt also 3 ausdrucksvolle Bilder in der Kunstgeschichte, die uns Folgendes sagen. Europa ist eine Frau, die Republik ist eine Frau, die Freiheit ist eine Frau. The European Republic is under construction heißt also, den männlichen Leviathan, den männlichen Nationalstaat zu überwinden. Europa ist Freiheit, Europa ist Emanzipation vom Nationalstaat und Europa ist frei und denkbar nur als Republik. Und weil ich das so spannend fand, habe ich mich mit einer Berliner Konzeptkünstlerin zusammengetan, Valeska Peschke. Und wir haben mal versucht, eine republikanische Mütze Europas zu entwerfen. Die habe ich dann jetzt hier mal beigebracht. Und diese Mütze steht für ein genau ganz anderes Symbol für Europa, nämlich ein Europa, in dem wir den Grundsatz der politischen Gleichheit aller Bürger verwirklichen wollen. Diese Mütze, wir wollen die in verschiedenen Farben machen, kann man umstülpen, dann ist sie auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite blühen. Und weil ich jetzt hier schon mal stehe, ziehe ich sie auch gleich mal auf, weil worum geht es? Ich ziehe sie noch mal ab. Umstülpen. Ja? Umstülpen ist die Bewegung. Was wollen wir machen? Wir wollen Europa umstülpen von oben nach unten. Das ist die Bewegung. Ihr erinnert euch vielleicht, als ihr früher mal gebastelt habt und so ein bisschen gefaltet habt, wenn man dann irgendwann mal dieses gefaltete Ding so umgestülpt hat, dann wurde was daraus? Das Schiffchen. Und das Schiff konnte man gleiten lassen auf die See. Genau das wollen wir doch mit Europa. Wir wollen ein Schiff, das fliegt und das fährt. Wir wollen ein Europa, das in die Welt hinaus gleitet. Insofern die Mütze wieder aufziehen. Was wichtig ist, wenn man diese Frau sich anguckt, getragen wird sie immer nach vorne, ja? Nicht nach hinten. Die Bewegung geht nach vorne. Falls einer hier von der Nerd-Community einen erfolgreichen Start-up schon hätte, die Valeska würde diesen Prototyp der Mütze dann auch verkaufen, aber darüber können wir dann gleich reden. Jedenfalls drehen wir diesen Film der Kunstgeschichte noch einmal weiter. Frau, Emanzipation und so weiter. Was ist Europa noch? Interessanterweise ist das ja Europa, ja? Conchita Wurst hat auf dem Song Contest 2014 mit dem Song Rise Like a Phoenix, das würden wir uns von Europa ja auch wünschen, ein Millionenpublikum gewonnen. Auch dieses Bild hat mit Brüssel wenig zu tun. Conchita Wurst auf gewisse Art und Weise ist Europa. Offensichtlich fühlen sich viele davon angesprochen, sie als Symbol für Europa zu sehen. Und tatsächlich sollten wir darauf stolz sein, denn ein Sieg von Conchita Wurst ist eben nur in Europa möglich. In Russland passiert das nicht, in China passiert das nicht und sogar in den USA ist es wahrscheinlich unvorstellbar. Und jetzt drehen wir das nochmal eine Schlaufe weiter. Wo sind wir dann? Bei der Mona Lisa. Warum? Weil, wenn man die Studie von Sigmund Freud über Leonardo da Vinci liest, dann steht da, dass Leonardo da Vinci die Mona Lisa so gemalt hat, dass man bei genauem Hinschauen im Grunde gar nicht sehen kann, ob sie ein Mann oder eine Frau ist. Und so sagt Sigmund Freud, genau darin liegt die Schönheit dieses Bildes, weil sich jeder davon angesprochen fühlen kann. Das ist die Bedeutung der Mona Lisa. Die Mona Lisa ist Einigkeit von Frau und Mann und genau darum ist sie so schön. Was heißt das nun alles für Europa im 21. Jahrhundert? Die weibliche Seite, die republikanische Seite muss in die europäische Erzählung integriert werden. Das hatten wir schon bei diesem Bild. Europa ist Staatlichkeit jenseits nationaler Grenzen und genau dafür steht der Begriff der Republik. Denn der Begriff der Republik ist seit dem Mittelalter der Inbegriff eines transnationalen Gemein- und Rechtswesens. Die Republik ist das normale Verfassungsprinzip in der europäischen Geistesgeschichte seit Platon. Denn res publica bedeutet Gemeinwohl. Und daran sollten wir uns, glaube ich, in diesem Europa heute wieder erinnern.
The European Republic is under construction, die nationalen Grenzen müssen fallen. Sie sind ja auch schon gefallen. Wir haben den Euro, wir haben Schengen, das sind Beispiele europäischer Grenzenlosigkeit, auf die wir nicht verzichten sollen. Aber es gibt eine lange Reihe von Listen, wo die nationalen Grenzen, wo der nationale Leviathan heute noch Europa lahmlegt und wo auch diese Grenzen fallen müssten. Dazu mache ich es jetzt mal ein bisschen technischer. Das sind die Cluster der europäischen Industrie. Es ist unschwer zu sehen, wenn man sich diese Karte anguckt, dass die europäischen Länder, beziehungsweise dass da, wo die europäische Wirtschaft stattfindet, dass das nichts mit Ländergrenzen zu tun hat. Was wir sehen, sind regionale Industriecluster. Alles, was lila ist, ist viel Industrie, um es kurz zu fassen. Wir sehen vor allen Dingen ein ganz starkes Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie. Und wir sehen ganz große Ungleichgewichte zwischen städtischen und ländlichen Regionen, und zwar überall, auch in Deutschland. Und damit ist bereits alles gesagt. Die heutigen EU-Politiken, die in Brüssel gemacht werden, makroökonomische Forderungen und wie sie alle heißen, werden ständig nach nationalen Grenzen designt, werden ständig nach nationalen Grenzen konturiert. Dabei ist die Wertschöpfungskette der Industrie längst nicht mehr national. Anders formuliert, ein deutsches Auto, nehmen wir mal den BMW, ist gar nicht deutsch. Er hat Ledersitze aus Norditalien, er hat Reifen aus Frankreich, Schrauben aus Slowenien, landet aber am Ende in der deutschen Exportstatistik. Abgesehen davon, dass uns die nationalen Politikprogramme von Brüssel dazu führen, ständig nationale Volkswirtschaften gegeneinander antreten zu lassen, wo wir, wenn wir hingucken, sehen, dass ein Land wie Slowenien in dieser Hinsicht gar keine nationale autonome Volkswirtschaft mehr ist. Slowenien lebt von 4 deutschen großen Betrieben, die dort angesiedelt sind. Wenn die morgen abziehen, hat Slowenien keine Volkswirtschaft mehr. Wir strukturieren unsere Politiken in Brüssel aber immer noch entlang nationaler Grenzen. Und das bringt mich zu meinem zentralen Punkt. Wir messen immer noch national, was gar nicht mehr national zu messen ist. Produktivität, Exporte und so weiter. Es ist relativer Unsinn, innerhalb einer Eurozone, innerhalb eines Euro-Raumes Exportstatistiken auf nationaler Basis zu messen. Wir messen auch keine Exportunterschiede zwischen Saarland und Hessen. Und würden wir es tun, dann würde das Saarland nicht gut abschneiden und wäre auch kein Exportweltmeister. Wir müssten uns also angewöhnen, das ist der zentrale Punkt, Europa als aggregierte Volkswirtschaft zu verstehen, mit einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Dann erst würden wir aus dem Denken herauskommen, dass wir Staaten und damit Bürger zueinander in Konkurrenz setzen, denn wir operieren innerhalb der gleichen Wertschöpfungskette mit ungleichen sozialen Standards, mit ungleichen Steuern, mit ungleichen Löhnen und mit ungleichen sozialen Rechten. Und insbesondere Deutschland hat den anderen Volkswirtschaften auf diese Art und Weise in den letzten Jahren durch Lohndumping erheblich geschadet. Der Diskurs, dass Deutschland vermeintlich für alle zahlt in der Eurozone, ist ein falscher Diskurs. Ich nenne nur eine Zahl. Allein durch die negative Verzinsung der deutschen Staatsbonds hat Deutschland in den letzten Jahren 30 Millionen verdient an der Eurokrise. Das deutsche Modell funktioniert nicht für den Rest Europas. Wir können das durchdeklinieren, und ich will da ganz schnell sein, für alle anderen Bereiche der europäischen Politik, die diesen nationalstaatlichen Ansatz geltend machen, der im Grunde europäische Lösungen permanent pervertiert. Wir haben immer einen nationalen Politikansatz, der wie bei den Duracell-Kaninchen, ich weiß nicht, wie alt oder jung Sie sind, ob Sie sich noch an diese Werbung erinnern, mit diesen Häschen, und das eine Häschen läuft immer am längsten mit der dicksten Batterie, das ist halt in diesem Fall Deutschland. Aber es geht zulasten der anderen Mitgliedstaaten. Permanent werden wir als Bürger von Staaten gegeneinander ausgespielt, und damit wird uns der Weg zu einem politischen Gemeinwesen verstellt. Das ist der zentrale Punkt. Man kann das herunterbrechen, zum Beispiel für den europäischen Energiemarkt. Wir wollen alle nachhaltige Energien, wir wollen eine Energieunion. Das steht jetzt wieder groß in den Brüsseler Papieren, aber ein konkretes Beispiel. Wenn Portugal, was es zum Beispiel hat, jetzt über nationale Steuervorteile nachhaltige Energien gefördert hat und zu viele davon hat, kann es diese Energien, diesen Strom nicht in die französischen Netze einspeisen, weil die Netze eben noch national sind. Das heißt, permanent konterkarieren wir durch Grenzen europäische Lösungen, und wir müssten diese Diskurse destrukturieren. Das zweite Beispiel ist die Kapitalunion. Wir haben auch bei der Kapitalunion, wo jetzt die Hedgefonds gebeten werden, doch bitte für den Mittelstand Investitionsgelder zur Verfügung zu stellen, das gleiche Problem, weil wieder sollen national unterschiedliche Steuerincentives geschaffen werden, damit in den Mittelstand investiert wird. Das heißt, wir stellen wieder die Staaten in eine Steuerkonkurrenz, de facto in eine Subventionskonkurrenz gegeneinander.
Beispiel 4, das digitale Europa, das ist wahrscheinlich das, was Sie am meisten interessiert. Es ist inzwischen völlig klar, dass die schlechte Ausrüstung der ländlichen Regionen mit der digitalen Welt, mit Breitband, ein erhebliches strukturelles Problem ist und ein erhebliches strukturelles Problem für Wachstum. Wir lassen das trotzdem in nationaler Hand, anstatt europäische Investitionen in großer Skalierung hier vorzunehmen. Als Beispiel 100 Jahre zurück, die großen Investitionen, die damals stattgefunden haben in Netze, die letztlich das Wirtschaftswachstum im letzten Jahrhundert befördert haben. Das war Strom, Telekommunikation, Telefon und diese ganzen Sachen. Das waren staatliche Oligopole, die staatlich finanziert und investiert wurden, weil das Problem ist, dass keiner, der marktdriven denkt, in Ardèche oder auf Rügen oder auf Amrum Breitband hinlegt, weil es sich da einfach nicht lohnt. Das heißt, nochmal umstülpen, wir müssen von Europa vom Kopf auf die Füße stellen, wir brauchen staatliche Investitionen, damit die regionalen Regionen nicht hinterherfallen. Wir können das ganz deutlich sehen an dieser Karte hier. Überall, wo es praktisch grau ist, sind ländliche Regionen, die zurückgefallen sind. Das Europa, das wir wollen, soll also nicht mehr national, sondern regional und dezentralisiert sein, aber eben vernetzt über eine Infrastruktur, die von der Europäischen Union versorgt wird, Digital, ICT, Transport, Energie, damit wir gleichmäßige Regionen haben, gleichmäßige Wachstumsregionen und damit die ländliche Struktur nicht mehr verödet, sondern im Gegenteil, damit die ländlichen Regionen wieder zum Rückenmark werden können für alle anderen gesellschaftlichen Diskurse als Zukunftsleistungen, die die Europäische Union erbringen muss. Nachhaltige Konzepte, dezentrale Energiegewinnung, regionale Elektromobilität, genossenschaftliches Wirtschaften, das alles findet nicht statt, solange wir uns auf diese Cluster konzentrieren. Wir petrifizieren also über nationalstaatliche konturierte Politiken letztlich regionale Unterschiede. Und der Punkt, den ich hier machen will, ist, weil wir jetzt von den ökonomischen Konditionen zu den politischen Konditionen kommen, dass uns diese regionalen Unterschiede politisch einholen. Die soziale Krise von heute ist im Wesentlichen auch eine Stadt-Land-Krise. Vor allen Dingen ist aber der Populismus und sind die populistischen Stimmen ein ländliches oder ein weitgehend ländliches Problem. Und genau das untergräbt die Zukunft Europas. Aus einer ländlichen sozialen Krise wird heute eine politische Wählerkrise. Und dafür habe ich den nächsten Chart, der ist leider auch ein bisschen technisch, aber gucken wir mal auf Frankreich. Die beiden Karten, die hier gegenüberstehen, ist auf der von mir aus gesehen linken Seite, also die rote Karte, ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich und mit den schwarzen, die schwarze Karte sind die Stimmen für den Front National in Frankreich. Die beiden Karten sind im Wesentlichen deckungsgleich. Was wir hier sehen, ist, dass im Wesentlichen die ländlichen Regionen im Osten wie im Westen Frankreich, die strukturschwachen Regionen, ländlich vernachlässigt sind, keiner sich um die Infrastruktur kümmert und dort wählen die Leute Marine Le Pen, weil sie ihnen ein Zukunftsversprechen gibt. Und diese Identität zwischen Stadt, Land und dem populistischen Votum gilt im Übrigen identisch für Großbritannien. Wir haben in Großbritannien morgen Wahlen und dazu ist zu sagen, dass wenn man sich Großbritannien vorstellt, ist es genau das Gleiche. Der UKIP-Vote ist in den ländlichen Regionen Nordenglands am allerhöchsten. Dabei hängen diese Regionen im Wesentlichen am meisten vom Bruttosozialprodukt der Europäischen Union ab. Das heißt, wer UKIP wählt, wählt im Grunde seinen eigenen Schaden, aber die Leute in diesen verödeten ländlichen Regionen in Großbritannien haben eben trotzdem Zulauf für UKIP. Die ländliche soziale Krise, ich sage es nochmal, ist die Populismuskrise von morgen und dass wir das noch nicht so sehen, weil übermorgen wird in den Zeitungen wieder stehen, ach, UKIP hat nur 2 Abgeordnete bekommen, so wie bei den französischen Regionalwahlen vor einem Monat stand auch, ach, der Front National, nur so wenige Abgeordnete. Das Problem dahinter ist, geschützt sind wir noch nur durch das Wahlrecht. Nur weil es in Frankreich und in Großbritannien ein Verhältniswahlrecht gibt und nicht ein Proportionalwahlrecht wie in Deutschland, sehen wir noch gar nicht das Ausmaß des populistischen Votums in diesen ländlichen Regionen, der uns übermorgen auf die Füße fallen kann. Entschuldigung. Kommen wir also dem mit nationalen Strategien bei? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, wir müssen ländliche und städtische Regionen wieder zusammendenken. Deswegen müssen die ländlichen Regionen, ich habe das angedeutet, staatlich gefördert werden mit Investitionsprojekten. Das hat übrigens der DGB vorgeschlagen in einer Art Marshallplan für Europa.
Das, was diese Karte jedenfalls zeigt, ist, das Buzzword, das Brüssel hierfür ansetzt, nämlich Strukturreformen, ist nicht die Lösung der Probleme. Hier gibt es nichts zu reformieren, weil da nichts ist. In der Bretagne, oben in Frankreich, da ist nichts mehr. Da helfen Strukturreformen nicht. Ich sage noch mal eine Zahl von den 6 Milliarden, die ja jetzt mit viel großem Pathos durch die Presse gejagt wurden, um die europäische Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen, sind nur 25 Millionen abgerufen worden. Das sind keine 7%. Warum sind nicht mehr Gelder abgerufen worden? Weil die gar nicht abfließen können, weil es keine Strukturen gibt, in die diese Gelder fließen können. Das heißt, diese ganze Brüsselblase über Gelder, die wir zur Verfügung stellen, ist im Wesentlichen ein Luftballon, wo man mit der Nadel hineinsticht und dann platzt er. Was wir machen im Moment mit den EU-Politiken, die wir haben, ist, wir sprengen ländliches Leben, anstatt dezentrale Lebenswelten zu bauen, die wir ja eigentlich bauen wollen. Was wir ansonsten brauchen, und das ist jetzt sozusagen der zweite Kernbegriff meines Vortrags, wäre eine Aktivierung des Schutzfunktion des Staates für die Bürger, in dem für alle Bürger von Euroland im Grunde auf Dauer nur eines gelten kann: der Grundsatz der politischen Gleichheit. Res publica Europaea heißt Gemeinwohlbindung von europäischer Politik. Das ist zwar im Maastrichter Vertrag verankert, in den Artikeln 8 bis 12, es wird aber, ich habe das länglich ausgeführt, durch die nationalstaatliche Politikdesign permanent wieder torpediert, indem wir bei Steuern, bei Soziales immer andere Sachen machen und die europäischen Bürger letztlich gegeneinander ausspielen. Der Grundsatz der politischen Gleichheit, so, da schreien natürlich viele in Deutschland, aber auch woanders: Hilfe, Hilfe, Nivellierung. Jetzt bitte einmal durchatmen. Was meine ich mit dem Grundsatz der politischen Gleichheit als Hebel für eine europäische Reform? Ich meine im Grunde 3 Dinge, nur 3 Dinge. Ich meine Wahlrechtsgleichheit, Gleichheit bei den bürgerlichen Steuern und gleicher Zugang zu sozialen Rechten. Wahlrechtsgleichheit, weil wir alle, die wir europäische Bürger sind, unser Parlament, nämlich das Europäische Parlament, derzeit nicht nach gleichen Bedingungen wählen. Gleichheit bei den bürgerlichen Steuern, weil es eine Perversion ist, wenn reiche Franzosen nach der Einführung von der Vermögenssteuer unter Hollande mal eben zu Belgiern werden. Nichts könnte sinnhafter darstellen, wie Nationalstolz pervertiert werden kann, wenn man ihn dann einfach verlässt, wenn Vermögenssteuer eingeführt werden. Gleicher Zugang zu sozialen Rechten ist genau das, was wir brauchen, um die Bürger auf dem Grundsatz der politischen Gleichheit zu verpflichten. Wenn man jetzt sagt, das ist alles nicht möglich, dann kann ich nur daran erinnern, ich rede hier nicht von Nivellierung. Zwischen München und Rügen gibt es sehr unterschiedliche Lebensverhältnisse. Trotzdem wählen wir den Bundestag als deutsche Bürger nach dem gleichen Recht. Wir unterliegen alle den gleichen Steuerpflichten und wir haben alle den gleichen Zugang zu sozialen Rechten. Wir puffern die regionalen Unterschiede durch andere Steuern ab, durch Gewerbesteuer, Körperschaftssteuern und so weiter, und die können und sollen auch für den regionalen Ausgleich sorgen. So könnte das auch in Europa sein. Es geht also weder um regionale Nivellierung noch um sozialen Egalitarismus. Es geht um das Prinzip der politischen Gleichheit, ohne die dauerhaft ein politisches Gemeinwesen nicht vorstellbar ist. Das können wir uns heute für Europa nicht vorstellen, das weiß ich, aber ich weiß, dass es 1868 für Deutschland auch nicht vorstellbar war. Ich habe mir mal letztens eine Dissertation angeguckt, wo man aufgearbeitet hat, wie sich eigentlich diese 1000 Fürstentümer darüber aufgeregt haben, als Bismarck mit dem Plan kam, man könnte eine einheitliche deutsche Krankenversicherung einführen. Da war aber Gerede, um Gottes Willen, wir können doch nicht von Saarland bis Hamburg die gleiche Krankenversicherung haben. Ja, und dann ging es auf einmal doch. Das heißt, nichts ist vorstellbar heute, aber vielleicht ist einiges vorstellbar morgen. Und es ist noch nicht mal eine volle Utopie, sondern nur eine halbe Utopie. Denn in Brüssel haben ja die Überlegungen zum Beispiel für eine Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung längst begonnen, sind natürlich wieder mal nationalstaatlich torpediert worden. Es bleibt trotzdem, ohne den Grundsatz politischer Gleichheit können wir ein politisches Gemeinwesen nicht bauen. Und insofern sollten wir uns zumindest diesem Ziel verpflichten. Die gute Nachricht hier ist, die Bürger, die europäischen Bürger haben den Grundsatz der politischen Gleichheit in ihrer Mehrheit schon längst akzeptiert. Laut einer sozialwissenschaftlichen Studie sind 2/3 der europäischen Bürger, genauer 72%, dabei,
diesen politischen Grundsatz zu akzeptieren. In Deutschland sind es übrigens 58%. Politische Gleichheit, das hieße europäischer Mindestlohn, europäisches Bürgergeld, Arbeitslosenversicherung. Jetzt fragt man sich, sind die Bürger weiter als die nationalen politischen Eliten? Weil das scheint es ja zu sein. Dass Europa nicht funktioniert, liegt diesen Zahlen zufolge nicht etwa an den europäischen Bürgern, die längst bereit wären, so ein Europa sich vorzustellen. Nein, es liegt an den nationalen Eliten, die derzeit dem populistischen Druck hinterherlaufen. Und ich glaube, das gilt es auch unbedingt zu verstehen. Was bieten wir also einem Europa, das sozusagen das nicht bauen will, was die Generation, die hier rumläuft, Sie alle, im Facto längst schon leben? Mir ist letztens eine Situation zu Ohren getragen worden, wo eine junge Deutsche, die in England lebt und die während ihrer Studienzeit in den Niederlanden einen Dänen kennengelernt hat, in England gearbeitet hat, dann mit diesem Dänen nach Dänemark gezogen ist, dann kam ein Kind, dann kriegte sie in Deutschland, weil sie sich vorher hier nicht angemeldet hat, kein Arbeitslosengeld, aber in Großbritannien auch nicht, weil sie da nicht mehr gewohnt hat, kriegt aber natürlich auch kein Geld in Dänemark als Schwangere, weil sie sich vorher hier nicht in Deutschland gemeldet hat, aber für die dänischen Behörden kann sie natürlich auch kein Geld bekommen. Das ist das soziale Europa, was wir geschaffen haben für eine Erasmus-Generation, die wir seit 20 Jahren ausbilden. Das kann nicht funktionieren, das soll nicht funktionieren und das wollen wir abschaffen. Und das sind die letzten nationalen Grenzen des Leviathan, die wir sprengen müssen. So, würden wir also Europa in einer europäischen Republik bauen wollen, und ich werde mich da ganz schnell durchzoomen, dann müsste das ungefähr so aussehen. Ich habe dazu vor 2 Jahren mit dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse ein Manifest zur Begründung einer europäischen Republik geschrieben. Da kann man das im Detail nachlesen. Aber was es zu erkennen gilt, und das ist der Grundsatz, wir reden immer von Demos oder Karlsruhe redet von Demos, das europäische Volk, was da fehlt und so weiter. Das müssen wir dekonstruieren. Wenn wir zurückgehen zu den Schriften, um die es geht, dann lesen wir bei Jean Baudin, aber wir lesen auch bei Hans Kelsen und bei anderen Juristen, dass Souveränität ein individuelles Konzept ist. Sie und ich, wir sind der Souverän und wir delegieren Macht. Die Staaten sind nicht der Souverän. Souverän ist immer das Volk. Das heißt, wir müssen dekonstruieren, jeder ist individuell souverän. Wenn wir das verinnerlichen würden, könnten wir eine europäische Polity ganz neu bauen. Jürgen Habermas übrigens in dem Buch, was ich eben gezeigt habe, nennt das die Aufstufung der europäischen Bürger. Nationalstaat und Demokratie würden entflochten, entkoppelt und wir hätten die transnationale Demokratie. Dann können wir ganz viel darüber nachdenken. Nichts ist gemacht. Wir müssen unsere ganze kreative Energie in so ein politisches Konzept stecken. Aber wir könnten zum Beispiel einen europäischen Präsidenten direkt wählen. Wir könnten ein Zweikammersystem haben, ein europäisches Parlament, One Man, One Vote, was das Europäische Parlament jetzt nicht ist. Ein Parlament mit Initiativrecht, eine zweite Kammer. Wie das aussehen kann, können wir im Detail diskutieren. Dass das nicht einfach ist, das weiß ich auch. Ich bin weder naiv noch komplette Utopistin. Aber zu sagen, wir können das neu denken, das wäre, glaube ich, die Aufgabe der Stunde. Worum es geht, wenn wir aus dieser Trilogie Kommission, Rat, Europäisches Parlament heraus wollen, ist, dass wir uns verinnerlichen, Demokratie ist das Prinzip der Gewaltenteilung nach Montesquieu. Eine Legislative kontrolliert eine Exekutive. Und dahin müssten wir das europäische System schieben, wenn wir es rausholen wollen aus der Technokratiefalle. Dazu bräuchten wir allerdings, Sie kennen diesen Mann, Stefan Zweig, einen ganz anderen Mut. Einen ganz anderen Mut, eine Debatte zu führen, die in dieser Form im Moment nicht geführt wird. Im Moment diskutieren wir ja eher über Katasterämter in Griechenland, anstatt uns den eigentlichen Fragen zuzuwenden. Wenn wir also Europa als Republik konzipieren könnten, dann könnten wir das Dach einer europäischen Republik über verschiedene Regionen oder eben auch Nationalstaaten stellen, die sich auf das Prinzip einer Gewaltenteilung nach Montesquieu verpflichten. Wir müssen aber sagen, dass der ganz andere Mut muss jetzt herkommen. Wenn heute nochmal europäische Parlamentswahlen wären, wäre der Populismus-Vote nochmal um 8% höher. Das heißt, wir hätten heute in der Wählerbeteiligung noch mehr Populismusdruck, als wir es vor einem Jahr hatten. Das heißt, die Zeit eilt. Und nicht nur eilt die Zeit, jetzt ist der Moment. Warum? Weil gerade Brüssel beschlossen hat, dass der Building Block 4 von diesen 4 Präsidenten, der Report, jetzt darüber neu nachgedacht werden muss. Dieser Prozess geht jetzt bis September. Das heißt, jetzt ist der Moment, in dem wir politische Forderungen in Brüssel einspeisen könnten. Und wir können jetzt in diesem Moment sagen, the moment is now. Das Europa, das wir bauen wollen, ist das Europa auf dem Grundsatz der politischen Gleichheit. Wenn wir nicht, wie Stefan Zweig es damals geschrieben hat,
übermorgen in der Welt von gestern leben wollen. So, das war jetzt alles viel Stoff für 30 Minuten. Wie gesagt, alles zum Nachlesen mit Zahlen und so weiter im Internet. Es ist ja auch ein komplexes Thema und wir wollen hier nicht zu unterkomplex diese ganzen Sachen verhandeln. Aber trotzdem gilt eins. Weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Das ist Theodor Adorno. Europa ist nicht alternativlos und mit Albert Einstein gesprochen, keine Idee ist eine gute, die nicht am Anfang völlig illusorisch war. Europa ist nicht alternativlos und weil es das nicht ist, stehe ich ja hier auf dieser Republika-Konferenz, weil das ist ja, was wir alle wollen, neu nachdenken und skizzieren, wie die Lösungen von morgen und sogar von übermorgen aussehen könnten. Jetzt fragen Sie sich alle, wie kommen wir von A nach B? Das weiß ich auch nicht. Die Europäische Republik wird sicherlich nicht am europäischen Verhandlungstisch beschlossen. Diese Frage können wir also heute nicht beantworten. Es ist aber trotzdem zulässig, die Zukunft zu denken und es ist zulässig, vor allen Dingen erstmal eine klare Vorstellung davon zu haben, wo wir überhaupt hinwollen und welche schlüssige Erzählung wir haben wollen, weil dann erst kann das auch politische Wirkungsmächtigkeit entfalten. Die Europakonzepte von Coudenhove-Galergi oder Aristide Briand aus den 1920er Jahren sind auch erst 1950 Wirklichkeit geworden. Die Europäische Währungsunion hat 30 Jahre gedauert. Das heißt, mein Ziel ist nicht, hier alle Antworten zu geben. Mein Ziel hier ist, dass wir alle darüber nachdenken, welche richtigen Fragen wir stellen und welches Design wir für das Europa von morgen haben wollen, damit wir diese Forderung, das Prinzip der politischen Gleichheit als Forderung nach Brüssel geben und sagen, okay, nicht heute, alles kompliziert. Wir tun das auf die Zeitschiene. Ich habe vor 20 Jahren mal für Jacques Delors arbeiten dürfen. Das Geheimnis von Jacques Delors war immer die Zeitschiene. Was man jetzt nicht machen kann, muss man auf die Zeitschiene setzen. 10-Jahresplan, 15-Jahresplan, 3-Stufenplan, was auch immer. Aber man muss immer dafür aufpassen, dass sich ein System nicht verläuft und dass man die richtigen politischen Ziele setzt. Und darum geht es genau jetzt. Die Europäische Republik ist nicht Wirklichkeit, aber sie ist denkbar. Der Begriff der Republik ist der tragende Begriff für die politische Ordnung des Gemeinwesens auf dem europäischen Kontinent seit Platon. Er ist in allen europäischen Staaten anschlussfähig. Es kann also hier nur darum gehen, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir als mündige und als emanzipierte Bürger Europas die politische Neuordnung des Kontinentes zu jeder Zeit in der Hand haben, denn wir sind der Souverän. Ist meine Mütze noch vorne? Ist sie. Ist das einfach? Nein, das ist nicht einfach. Es wird darum gehen, gemeinsame Bürokratie, Minderheitenschutz von kleinen Einheiten. Was machen wir mit 300.000 Maltesen, wenn die nachher in einer politischen Gemeinschaft irgendwie stimmrechtlich nicht mehr so viel zählen? Wie kann eine politische Arbitrage funktionieren zwischen Zentrum und Peripherie? Was ist mit den Finanztransfers, die wir zwischen den städtischen und den ländlichen Regionen organisieren müssten? Welche gesellschaftlichen Präferenzen diskutieren wir aus und wie? Wo ist die europäische Öffentlichkeit? Was machen wir mit Sprache? Aber dafür seid ihr ja alle hier. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das doch möglich sein muss, dass wir in Brüssel demnächst irgendwie ein System haben, wo jeder in ein Mikrofon in seiner Landessprache spricht und das kommt im nationalen Fernsehen in der Landessprache raus. Also so wie ich hier stehe mit diesem Mikro und diesen 3 Bildschirmen, kann ich mir nicht vorstellen, oder wenn man den Circle gelesen hat, dass das nicht in 10, 15 Jahren möglich ist. Also dass Europa an der Sprache scheitern soll, dass wir dafür nicht die Technik hätten, wo die Inder das hinkriegen, das ist für mich kein Argument, dass die europäische transnationale Demokratie nicht funktionieren soll. Und insofern, wenn ich hier in den Saal schaue oder die ganze Konferenz, die ich mir seit 48 Stunden angucke und das ganze kreative Potenzial von diesen Leuten sehe, die Hälfte davon halb so alt ist wie ich, dann kann ich nur sagen, yes, we can. Warum sollten wir das nicht schaffen, wenn wir einfach sagen, ja, wir sind Europäer und wir wollen einen Kontinent, auf dem das Prinzip der politischen Gleichheit für alle europäischen Bürger gilt, als Ziel in 10, in 15, in 20 Jahren. Wenn wir noch das Ziel haben, auf diesem Kontinent eine Gemeinschaft, ein politisches Gemeinwesen zu errichten, und das ist immer noch das verbriefte Ziel des Maastrichter Vertrages von 1992, dann wird dieses Gemeinwesen nur auf dem Grundsatz der politischen Gleichheit aller Bürger aufbauen können. Das ist die Durchsetzung, das ist das Gebot der Stunde Europas, das ist die Aufgabe Europas im 21. Jahrhundert. Und weil wir es nicht dabei belassen wollten, hier nur eine Rede zu halten, haben wir auch gedacht, wir werden aktiv.
Wir haben einen Aufruf vorbereitet, wo wir das, was ich hier so ein bisschen in 7 Meilenstiefeln einmal durchdekliniert habe, haben wir verfasst auf 2, 3 Seiten als politisches Ziel mit der Maßgabe, weil ich bin nämlich tatsächlich in einigen dieser Hearings in Brüssel als Expertin, dass wir sagen, wir wollen das einspeisen in das System, wir wollen jetzt wirklich politisch aktiv werden, denn diese Zukunft gehört uns. Wir haben diesen Appell, der steht im Internet, den kann man unterschreiben. Wir haben eine Webseite dafür eingerichtet. Dazu wird jetzt meine Kollegin vom European Democracy Lab, Viktoria Kupsch, noch ein paar Worte sagen und das erklären. Aber ich würde mich freuen, wenn wir Sie, die hier im Saal und die draußen im Livestream, die das mitbekommen haben, wenn wir Sie alle dafür gewinnen könnten. Europe is yours and you have the choice. Ganz herzlichen Dank. Hallo? Könnt ihr mich hören? Ich bin genau, besagte Kollegin. Ich bin besagte Kollegin Viktoria Kupsch. Ich habe jetzt noch kurz 3, 4 Minuten Zeit, euch eine Aktion vorzustellen, die in der sehr inspirativen Arbeit mit Ulrike zusammen entstanden ist, die allerdings vor allem eine Frage im Zentrum hat, nämlich wenn so viele Sachen gerade passieren, wie wir mitbekommen, Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer, gleichzeitig gibt es einen Krieg in der Ukraine und von den etablierten Politikern wird erklärt, dass Europa vor allem die Erzählung des Friedens und die Durchsetzung dessen ist, kann man feststellen, wenn man vielleicht noch nicht über 50 ist, dass da eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Gesagten und dem Getanen existiert. Wir würden also gerne uns damit beschäftigen, was man ändern kann und sollte. Deswegen haben 5 Autoren insgesamt einen Aufruf gestartet, der heißt Europe, a new version is available. Das Ganze ist zu finden auf der Website european-republic.eu und ist kombiniert, ich scrolle mal gerade runter, Moment, mit einem Widget, durch das ihr euch, wenn ihr euch es durchgelesen habt, als Sympathisanten dieses Aufrufs bekennen könnt. Letztendlich geht es uns vor allem nämlich mit diesem Aufruf darum, herauszufinden, wo überall in Europa und möglicherweise auch in der Welt Europäer leben, die der Meinung sind, dass sich etwas ändern müsste. Was wir finden, sich ändern müsste, haben wir auch festgehalten, weiter unten im Brief. Lest es euch durch. Das heißt nicht, dass, wenn ihr damit sympathisieren könnt, ihr zu 100% diese Forderung unterstützt. Es geht uns, und das sage ich gerne nochmal, darum, herauszufinden, wo in der Welt Europäer sind, die der Meinung sind, dass die Wiederholung und nur die einfache Fortsetzung dessen, was gerade passiert, nicht reicht, um progressiv nach vorne zu denken. Das ist eigentlich auch schon alles. Nach vorne. Dankeschön. Ach, und das Ganze findet ihr auf Twitter im Übrigen auch. Deswegen hatte ich noch eben diesen Hashtag gezeigt, mit dem Hashtag New Europe. Das Ganze wird mindestens 8 Wochen online sein und wir versuchen, mindestens 4000 Leute zu finden. So, und jetzt gibt es Question and Answers. Viertelstunde haben wir dafür vorgesehen. In der Tat, also ich sage das jetzt mal ganz persönlich, mich würde das stützen, wenn ich da wie letzten Montag in Brüssel sitze und sage, Leute, wir müssen doch Europa mal ganz anders denken, Grundsatz der politischen Gleichheit, und mir dann die 200 Männer im Saal über 60 die Kinnladen runterfallen, weil das da noch sehr analog ist, um es mal so zu formulieren. Wenn ich dann sagen kann, Leute, ich habe hier 4000 Unterschriften, vielleicht sogar noch ein paar mehr, und ich habe da draußen echt ein paar Bürger, die das auch wollen und auch kapieren, dass wir Europa irgendwie mal echt anders organisieren müssen, dann haben wir, glaube ich, jetzt eine reale Chance, das in einen realen politischen Prozess einzubringen. Und die Chance ist jetzt, die ist nicht in 3 Jahren, die ist von jetzt bis September, jetzt wird das gemacht. Und insofern unterstütze ich nochmal, was Viktoria gerade gesagt hat, jede Unterschrift zählt, damit uns das Dach Europas nicht übermorgen auf den Kopf fällt, weil also ich zum Beispiel möchte echt nicht von Front National regiert werden, meine beiden Kinder wohnen in Paris und denen möchte ich das irgendwie nicht zumuten. Aber jetzt zu euren Fragen. Genau. Gibt es denn Fragen
Dann kommen wir nämlich rum. Wir haben hier zwei Mikrofone, einmal auf der und einmal auf dieser Seite. Einfach kurz die Hand hoch. Da geht's los. Moment. Hallo Ulrike, Holm-Friebe. Ich frage mich nach dieser fantastischen Troika-Doku von Schumann, in der Paul Krugman sagt, das, was für Deutschland funktioniert hat, kann nicht für Europa funktionieren, weil Deutschland exportgetrieben ist. Trotzdem wird dieses System angewandt. Kapieren Sie es nicht oder tun Sie es in vollem Wissen, dass es so funktioniert aufgrund von hegemonialer Macht Deutschlands? Es kann doch nicht sein, dass es so wenige Leute da draußen gibt, die das nicht kapieren. Ja, das ist eine gute Frage und die Frage stellen sich natürlich viele, also alle, die denken, sage ich mal. Ja. Ich kann nur sagen, und da bin ich wieder bei meinem Meeting von Montag, es tut sich was. Ich bin oft in Brüssel und jetzt tut sich was, jetzt wird's laut. Am Montag habe ich zum ersten Mal erlebt, übrigens in der Verschiebung von vor einem Monat und jetzt Montag, dass wirklich Leute viel offener, radikaler solche Sachen einfach mal vortragen und sagen, könnt ihr es nicht hören, seid ihr taub, 3 Affen? Und das war noch vor einem Monat nicht so. Damit will ich eigentlich nur das Signal geben, speak up. Ja, wir merken das jetzt alle, dass wir hier unter so einer Diskurshoheitsglocke, also im Foucault'schen Sinne unter so einer Knowledge Order und Wissensordnung hier gelitten haben, die vor allen Dingen im deutschen Mainstream doch sehr nachhaltig verbreitet wurde, dass also wir das dickste Duracell-Kaninchen sind, alles richtig machen und dass Europa funktioniert, wenn alle so sind wie wir, wo die gesamte internationale Presse und jeder Wirtschaftsnobelpreisträger das Gegenteil behauptet. Da ist dann schon die Frage, ob wir hier in Deutschland ein bisschen betriebsblind sind. So, die Frage ist, wirklich umstülpen, ja, wo ist die Mütze, umstülpen, wie kriegen wir diesen Diskurs umgestülpt? Und ich kann nur sagen oder auch hoffen, jetzt schaffen wir das, je lauter wir werden. Es gibt dafür jetzt einen Resonanzboden, ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob jemand von der EZB hier im Raum ist, aber es gibt jetzt einen Resonanzboden und insofern, die Frage ist berechtigt, laut werden ist die Antwort. Weitere Fragen, kurz. Hallo, Frank Segert, mein Name. Vielen Dank für den Optimismus auch. Ich hätte eine kleine Frage zu den Subzielen vielleicht, die schon genannt wurden, also beispielsweise bessere Vernetzung von Land und Stadt und Ähnlichem. Da gibt es ja Instrumente, die auch das europäische Institutionengefüge heute schon uns an die Hand gäbe, uns als Zivilgesellschaft. Stützen wir damit nicht eigentlich das Existierende? Stützen wir das nicht, wenn wir im Grunde die Arme momentan in die Hand nehmen? Oder ist das genau der Weg, also als Zivilgesellschaft unsere Ziele innerhalb der bestehenden Institutionen und Arme zu formulieren und im Endeffekt auch politisch aktiv zu werden? Nicht nur Speak Up, sondern sich zur Wahl zu stellen und politische Institutionen als unsere Bühne zu begreifen. Ja, also ich danke auch für die Frage und ich bin da ja komplett schizophren unterwegs. Ja? Also einerseits stehe ich hier und habe eine Mütze auf, die mit ein paar Gedankenspielen an Revolution erinnert, ja, nach vorne, Marianne und so, also antisystemisch ist. Auf der anderen Seite bin ich irgendwo Teil des Systems, das immer noch versucht, im System für konstruktive Lösungen zu sorgen. Wie wir es eben diskutiert haben, dass wir jetzt einfach laut werden und vernünftige, klar formulierte Forderungen in einen politischen Prozess einbringen. Insofern kann ich die Frage nicht klar beantworten. Ja, das ist ja risky. Du verstehst, was ich meine. Ja? Laut werden, glaube ich, ist tatsächlich mal die Lösung. Ansonsten, was ich mit diesem Stadt-Land-Ding meine, und das ist mir wirklich wichtig, ist, wir haben eine Ebene zu viel. Wir machen erstmal so diese Länderfinanzausgleiche, vor allen Dingen Italien, Deutschland in den föderalen Ländern, um sie dann nochmal europäisch durch das EU-Budget zu nudeln. Es wäre aber viel sinnvoller, wenn wir in dieser Form dann mal zentralisierte europäische Politik sagt, wo wir uns hinstellen und sagen einfach mal 10 Milliarden für europäische Netze. Und die Netze sind ICT, Digital, das macht ihr hier, aber natürlich auch Transport, Verkehr, Schiene und auch Energie. Das ist das Beispiel, was ich eben gesagt habe. Wie dumm ist das denn? Deutsche Energiewende, aber dann nicht wissen, wie wir den Ökostrom aus der Nordsee nach Bayern bekommen, weil wir zufällig noch durchs tschechische Netz müssen und die noch nicht mal fragen. Weil wir sind ja eh der Elefant im Raum, der sich umdreht und alle machen wir platt, ja? Und das ist halt dieses Gedenke, dass wir, wenn wir es wirklich dezentral
organisieren könnten, dass wir dann auch die ländlichen Regionen ganz anders mitnehmen, weil wir einfach europäische Infrastruktur finanzieren und de facto über staatliche Investitionen lenken. Ich bin da keine Edellinke, um das zu sagen. Das steht übrigens inzwischen auch schon bei der Deutschen Bank, dass man zum Beispiel für Digital und Broadband eigentlich staatliche Investitionen wieder bräuchte. Und das kommt hier zu dieser Diskurshoheit der Frage, die wir eben hatten. Wir haben uns einfach wie so ein Mantra, wie die Lemminge daran gewöhnt, dass der Markt immer alles macht, der Markt immer alles richtet. Staat ist ja sowieso schon verpönt und deswegen müssen wir auch da unser Denken, ich sage nochmal Mütze, ja, einfach mal umstülpen, weil wir mit den Politiklösungen, die wir haben, so nicht weiterkommen. Aber das zweite Argument wäre eben zu sagen, kriegen wir das hin? Republik als Dach, Grundsatz der politischen Gleichheit, wie ich das eben ausgeführt habe, politische Gleichheit und darunter die Regionen, die im Wesentlichen autonom sind, sodass wir uns diese Verhandlungsebene der Nationalstaaten sparen können. Ja? Im Grunde sind es ja, muss man ja auch mal offen sagen, eigentlich nur die 3 dicken Elefanten, Frankreich, Deutschland und Großbritannien, die da den Tanz veranstalten, weil die anderen können ja eh nicht anders. Ja? Also im Wesentlichen ging es ja um die Dekonstruktion dieser 3 großen Elefanten, wobei der eine ja vielleicht schon bald draußen ist, wissen wir das? Vielen Dank. Mein Name ist Nico Kern, Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank für diesen couragierten Vortrag. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sie das auch noch mal bei uns im Landtag vortragen. Also ich würde Sie gerne einladen hier an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir da auf einen Termin. Was ich mich gerade gefragt habe, ich unterstütze das voll und ganz, was Sie gesagt haben. Aber Sie machen ja einen Aufruf und fordern die Bürger auf, couragiert nach vorne zu gehen. Gleichzeitig erlebe ich aber, dass hier bestehende Rechte, die verbrieft sind im Grundgesetz und auch auf europäischer Ebene, in der Europäischen Menschenrechtskonvention, von der EU oder sagen wir mal von den Playern mit Füßen getreten werden. Und was passiert? Im Großen und Ganzen nichts. Schweigen. Es wird akzeptiert, dass Rechte beschnitten werden, mit Füßen getreten werden, Grundrechte. Und ich würde mich erstmal darüber freuen, wenn hier, das ist wieder Blaming, das falsche Publikum hier. Ja? Also die hier sind die Engagierten. Die ich treffen will, erreiche ich hier nicht. Aber das muss man ja mal feststellen, dass wir zu wenig von diesen Leuten hier haben, die bereit sind, für eine Sache einzutreten und nach vorne zu gehen, vielleicht auch auf die Straße und überhaupt zur Wahl zu gehen und mit Bewusstsein irgendwo ein Kreuz zu setzen, dass sich was ändern kann. Und insofern danke für den Vortrag, aber wie schaffen wir das? Ich probiere das jetzt schon seit Jahren an unterschiedlichen Stellen und wie kriegen wir das hin, dass wir, also bevor wir so ein couragiertes Ziel ausgeben, uns nicht schon gleichzeitig die Rechte aus der Tasche geluchst werden, die uns eigentlich verbrieft zustehen, aber die in der politischen Realität irgendwie nicht mehr beachtet werden. So, also zum ersten Punkt sage ich bin genau am nächsten Samstag in Düsseldorf, weil mich hier Herr Oberbürgermeister eingeladen hat zu einer Europaveranstaltung. Also vielleicht können Sie da ja kommen, dann sehen wir uns gleich nächsten Samstag. Zur zweiten Frage, die ist ja so ein bisschen ähnlich mit der Frage in der Reihe dahinter, ja, systemisch und was kann man da eigentlich machen, wie kann man motivieren? Also ich habe hier nicht alle Antworten, ja, ich bin alleine. Wir sind in diesem Lab 3 Personen, jetzt haben wir eine Online-Aktion, vielleicht sind wir übermorgen 100 und vielleicht sind wir übermorgen 1000. Aber das, worum es geht, ist doch, ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk Klaus von Dojani gehört, ja, den Hamburger Oberbürgermeister. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil der beschrieben hat, wie er als 9-jähriger Junge im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und der Satz, den der da gesagt hat, war, ich habe als 9-Jähriger gelernt, dass was draußen um mich hervorgeht, ist meine Angelegenheit, das ist meins. Jeden hat es zu kümmern, ob das Dach über mir morgen zusammenfällt. Und das Problem ist doch nicht, dass wir Europa nicht bauen können. Das Problem ist doch, dass wir komplett zu bequem sind. Wir sind in so einer Couch-Potato-Komfortzone und haben immer noch das Gefühl, dass es geht. Das aber, sage ich hier in diesem Saal, gilt wirklich nur für Deutschland. Machen Sie den gleichen Vortrag in Athen, machen Sie den gleichen Vortrag in Paris, machen Sie den gleichen Vortrag in Rom, gilt das schon lange nicht mehr. Und das Problem ist, dass die meisten hier viel zu weit weg sind von diesen anderen Arenen. Aber zu glauben, dass wir als Deutsche hier durch diese Eurokrise kommen und dieser Zorn der anderen nicht irgendwann mal auf uns zurückschwappt, das ist doch das Vermessenste, was es auf diesem Diskurs gibt. Und
Ist mein Mikro an? Um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, letztendlich ist das ein bisschen das, was wir versuchen auch als Transferleistung hinzubekommen. Nicht nur intellektuell zu überlegen, was gemacht werden kann, sondern aktiv zu werden. Aber dafür braucht man natürlich eine kritische Masse. Das ist genau das, was Sie sagen. Deswegen auch nochmal der Hinweis auf den Aufruf. Wir brauchen und wir wollen eine kritische Masse. Wir wollen sichtbar machen, dass es Leute gibt, die Dinge ändern und verbessern wollen, sogar aktiv. Deswegen haben wir einen konstruktiven Vorschlag eingebracht. Nicht alles davon ist mehrheitsfähig, völlig klar. Aber wir finden, dass man mit der Debatte anfangen muss. Deswegen, und das habe ich eben vergessen zu sagen, ist im Übrigen auch dieser Aufruf verknüpft mit einer Online-Debatte auf Public Sphere. Der Brief ist zusätzlich momentan schon in 6 Sprachen übersetzt. Da ist Griechisch beispielsweise dabei. Da ist aber genauso Italienisch, Französisch, Deutsch, Polnisch auch schon dabei. Und es werden insgesamt wahrscheinlich 12 Übersetzungen werden nach dem heutigen Stand. Wenn jemand Lust hat, das in eine Sprache zu übersetzen, die es dann noch nicht gibt, bitte, unbedingt. Wir wollen die Ownership oder das Ownership an möglichst viele Leute geben. Wir wollen nicht nur eine große Zahl am Ende haben, sondern wir wollen, dass am Ende erkennbar wird, dass Menschen sich einbringen wollen, um etwas zu verändern. Deswegen machen wir das. Also ich sehe heute Abend um 18 Uhr einen wichtigen Verantwortlichen vom Europäischen Rettungsschirm um 18 Uhr. Wenn bis dahin auf der Webseite schon mal so ein paar 100 Unterschriften wären, könnte ich denen das ja schon mal sagen und in der Regelingbehörde weitergeben. Ja? Ihr habt das verstanden. Europe is ours and we can. Vielen, vielen Dank. Vorbei. Vielen, vielen Dank.